PS5 gegen Xbox, Vergleiche der Frames per Second, also FPS, sowie Pop-ins, Ruckler und Balkendiagramme. Diese Videos sieht man aktuell häufig. Und sie alle stellen dieselbe Frage: Welche Version läuft besser? Heute stelle ich eine andere und die ist entscheidend. Kann man den Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 und Xbox überhaupt fair vergleichen? Meine klare Antwort lautet nein, aktuell nicht. Nicht, weil eine Plattform schlechter wäre. Nicht, weil jemand falsch testet. Sondern weil die technischen Grundlagen für einen seriösen Vergleich schlicht fehlen. Warum viele Vergleichsvideos dadurch zwangsläufig in die Irre führen, warum Klicks hier oft wichtiger sind als Kontext und was man stattdessen ehrlich sagen kann, das klären wir jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Der größte Denkfehler vieler Vergleiche ist simpel. Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist kein klassisches Spiel, sondern in ganz großen und entscheidenden Teilen ein Livestreaming-Simulator. Große Teile der Welt, also beispielsweise Texturen, Gebäude, Vegetation oder Verkehr, werden on-demand aus der Cloud gestreamt. Das bedeutet, das Erlebnis hängt nicht nur von der Konsole ab, sondern beispielsweise auch von Serverlast, Streaming-Qualität, Cache-Mechaniken, Tageszeit und Datenrouting. Und genau deshalb gelten hier komplett andere Regeln als bei einem Shooter oder einem Racer. Auf Xbox haben wir einen Rolling Cache in frei definierbarer Größe, lokal installierbare Inhalte und dadurch reproduzierbare Testbedingungen. Das heißt konkret gleicher Flug, gleiche Route und bei Bedarf gleicher Cache-Zustand. Den Rolling Cache habe ich bei mir am PC sowie auch auf Xbox jeweils auf 128 GB definiert. Die Funktion dessen ist nun wie folgt. Alles, was beim erstmaligen Überflug einer Stadt beispielsweise an Daten anfällt, wird gestreamt und landet dann aber im Rolling Cache. Überfliege ich diese Stadt nun ein weiteres Mal und die Daten liegen noch im Rolling Cache, bedient sich das System daraus und zieht die Daten nicht erneut aus dem Internet. Läuft der Rolling Cache voll, fallen die ältesten Daten hinten runter und er füllt sich vorne mit den aktuellen neuen Daten. Und das hat im Microsoft Flight Simulator auf Xbox selbstverständlich Auswirkungen. Wenn es dort ruckelt oder sauber läuft, kann man das technisch besser einordnen. Nicht perfekt, aber vergleichbar. Und genau das ist die Mindestanforderung für einen fairen Vergleich. Auf PlayStation 5 sieht das aktuell komplett anders aus. Dort gibt es keinen Rolling Cache, keine lokalen Installationen von Weltinhalten oder Fluggeräten und keine Kontrolle über Datenpersistenz. Jeder Flug ist technisch ein Neustart. Wenn ein Vergleichsvideo also sagt, hier auf Plattform XY gibt es mehr Pop-in, dann kann das beispielsweise seinen Ursprung in einer anderen Serverauslastung, einer anderen Tageszeit oder einer anderen CDN-Antwort haben. CDN steht für Content Delivery Network und ist das weltweit verteilte Netzwerk aus Servern. All das spielt im Microsoft Flight Simulator 2024 eine Rolle. Und es muss nicht automatisch an einer schlechteren Hardware oder einer schlechteren Plattform liegen. Das Ergebnis solcher Tests ist weder reproduzierbar noch belastbar oder vergleichbar. Viele aktuelle Vergleichsvideos basieren beispielsweise auf einem Flug, einer Szene, einem Zeitpunkt, was beim Microsoft Flight Simulator 2024 aber nur eine Momentaufnahme ist. Heute lädt die PlayStation 5 langsamer, morgen hat die Xbox einen Streaming-Hänger, übermorgen laufen beide sauber. Wer daraus ein Performance-Ranking ableitet, vergleicht Zustände und keine Plattformen. Aktuell kommt sogar noch ein Punkt hinzu, der in fast keinem Vergleichsvideo sauber erwähnt wird. Drittanbieterinhalte sind auf PlayStation aktuell noch gar nicht integriert. Und das ist extrem wichtig, denn Flughäfen, Szenerien oder zusätzliche Assets spielen beim Microsoft Flight Simulator 2024 eine riesige Rolle für Performance und Stabilität. Auf Xbox und PC kennen wir das zu Genüge. Es gibt gut optimierte Add-ons, schlecht optimierte Add-ons und daraus resultierend enorme Unterschiede in der Stabilität. Diese Realität existiert auf PlayStation noch nicht. Aktuell vergleichen also viele Videos eine saubere PlayStation 5 Basisversion mit einer Xbox-Version, die oft bereits Cache-Historie und Zusatzinhalte kennt. Und das ist dann kein gleicher technischer Zustand. Niemand weiß aktuell, wie gut Drittanbieterinhalte auf PlayStation integriert werden.
Entscheidend wird sein, wie sauber sie portiert bzw. wie gut sie optimiert sind und wie stabil laufen sie zum einen im Cloud-Only-Setup und zum anderen nach einer Installation. Solange alle diese Punkte offen sind, ist kein fairer Vergleich möglich. Weshalb gibt es dennoch so viele PlayStation und Xbox Vergleichsvideos? Ein wichtiger Grund, der Microsoft Flight Simulator hat in den letzten Jahren massiv an Popularität gewonnen. Spätestens seit dem Konsolenrelease ist der Microsoft Flight Simulator aus seiner Nischenrolle hervorgetreten, hat dadurch eine viel höhere Reichweite und das ist grundsätzlich etwas Positives. Aber es bringt auch eine neue Realität mit sich. Viele äußern heute sehr selbstbewusst ihre Meinung, obwohl sie sich mit der Simulation nur oberflächlich beschäftigen. Ein Flug, ein Vergleich, ein Eindruck und daraus wird dann ein Urteil. Gerade bei einem hochkomplexen Streaming-Simulator wie dem Microsoft Flight Simulator führt das schnell zu verkürzten Aussagen, falschen Schlüssen und scheinbar klaren Gewinnern. Was zusätzlich dazu kommt, Konsolenvergleiche ziehen die jeweiligen Fanlager schon immer magisch an, dadurch wird das Ganze sehr gerne angeklickt. Ebenso, wenn es beispielsweise um FPS-Zahlen geht oder eine entsprechend formulierte Headline für Aufmerksamkeit sorgt. Was weniger klickt, sind Tatsachen wie „das ist komplex" oder „das kann man so nicht vergleichen". Das passiert sicherlich nicht aus böser Absicht, sondern weil Popularität und Vereinfachung oft Hand in Hand gehen. Aber genau hier ist Differenzierung wichtiger denn je. Was kann man also aktuell fair und seriös vergleichen? Beispielsweise gibt es da die Controller-Integration, DualSense-Features versus Xbox-Controller und die damit verbundene Bedienung. Oder das Plattform-Ökosystem. Was man hingegen nicht vergleichen kann, Streaming-Performance, Pop-In-Verhalten, Langzeitstabilität, Add-on-Last. Dafür fehlen auf PlayStation aktuell die erwähnten Möglichkeiten eines Rolling Cache, Inhalte zu installieren und eine Drittanbieter-Realität. Mein Fazit zu diesem Thema ist somit, und ich wurde das in vielen Kommentaren unter den Videos gefragt: Man kann die Versionen beschreiben, aber man kann sie aktuell nicht seriös vergleichen, solange identische Testbedingungen nicht existieren. Bis dahin ist jeder direkte Vergleich eine Momentaufnahme und keine Analyse, sondern eine Illusion. Ob wir je über einen vergleichbaren Ist-Zustand auf den Plattformen sprechen können, darf bei einem Mammutprojekt wie dem Microsoft Flight Simulator generell in Frage gestellt werden. Man überfliegt hier im Grunde Neuland. Noch nie zuvor war ein Programm dieser Größenordnung auf Konsole möglich. Noch nie zuvor wurde ein Programm dieser Größenordnung auf PC und verschiedenen Konsolenplattformen realisiert. Und noch nie zuvor standen Tester vor einer solchen Herausforderung. Ohne jemanden in Schutz nehmen zu wollen, aber vielleicht kam deshalb der ein oder andere in seiner Beurteilung vom Kurs ab. Seriös von komplexen Themen berichten kann man jedoch nicht, wenn man sich nur oberflächlich damit beschäftigt. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die virtuelle Fliegerei. Wie seht ihr das? Ist ein PlayStation vs. Xbox-Vergleich im Microsoft Flight Simulator aktuell hilfreich oder eher irreführend? Braucht es für einen Streaming-Simulator nicht andere, weitere Maßstäbe? Schreibt mir eure Gedanken bitte unten in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, dann unterstützt diesen Kanal bitte mit einem Däumchen. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein Video rund um die virtuelle Fliegerei auf PlayStation, Xbox und PC auf Andiana TV mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Kopf.